Hello, you're tuned into Interview Project Germany. Today we're meeting Eula. Eula lives in an old schoolhouse. Enjoy the interview. Ich heiße Juliane Keindl, geborene Bauer. Und wie muss ich jetzt weitermachen? Unser Haus, das stand draußen, wir sagen sozusagen in der Prärie. Wir haben keine Nachbarn, Vater war Maurer und da hat er von seinem Schwager ein Grundstück bekommen. Da hat er ein Haus hingebaut. Und das war eigentlich sehr schön, weil wir hatten eine Freiheit, die wir im Dorf nicht gehabt hätten. Mit den Buben Baum gekraxelt. Bäume geklettert, das konnte ich mir. Aber ich habe jeden Tag, meine Mutter hat mir keinen Schlüpfer kaufen können, so Interlock und sowas, weil ich hätte nicht lang. Die anderen haben auch bloß anderen Hosen haben auch bloß einen Tag oder was, haben sie ein Loch gehabt. Weil ich eben mit den Buben auf die Bäume und ich war ganz viel mit den Bäumen. Was ich aber sehr gefürchtet habe, das war das Großvieh. Da war in der Nähe ein Bauernhof und da sind im Frühjahr die Pferdchen ausgebrochen. Und die sind dann bis zu uns rein, wo wir gewohnt haben, haben sich da hingestellt. Es waren meistens 6 oder 7 Pferdel. Und die habe ich dann gefürchtet. Und ich habe mein ganzes Leben nicht zu kein Pferd hingewagt. Mein Mann war Bau- und Kunstschlosser vom Beruf, weil er hat in Landshut gelernt und er hat für die Landshuter Hochzeit Dinge gemacht. Und das hat mich so inspiriert. Ja, dann bin ich halt mit ihm ins Holz ausgegangen. Und da ist es passiert und ich wurde schwanger. Und ich habe aber bei der Caritas in der ambulanten Krankenpflege gearbeitet. Und dann habe ich zu dem Herrn Pfarrer gesagt, dass ich ein Kind kriege. Und dann hat er mich fristlos entlassen. Und das fristlos, ich konnte nicht stempeln, weil wenn man fristlos entlassen worden ist, da hat man ja was angestellt. Ich habe ein Kind gekriegt. Mein Gott. Heute hat er mich scheiden lassen. Aber damalige Zeit hat das nicht so einfach. Das Scheiden war ja Ding für sich. Auf alle Fälle, ich bin mit meinem Mann verheiratet gewesen. Wir haben recht und schlecht, wir haben auch gestritten. Nein, einmal, da hat er gesagt, geh doch zum Teufel, weil er mich zwingend da hat. Und dann, kurz vor seinem Tod, ist dann krank geworden, Parkinson hat er gekriegt, das ist so zittert und gehen, gefüttert habe ihn, alles habe ich ihm da. Er war froh, dass er mich gehabt hat, der andere hätte es nicht. Aber ich habe es geschafft. Besonders, ich bin nur stolz darauf, dass ich mich durchgesetzt habe. Dass ich mich nicht unterkriegen habe lassen. Das habe ich grundsätzlich nicht. Brauchst du gar nichts einbitten. Habe ich mir überdenkt.